Langsam sterbende Server, ein neues wöchentliches Event und Nostalgie pur. Das seht ihr heute bei den Aion News. Ja, Dienstagabend war es fast soweit. Man hatte das Gefühl, die Apokalypse sucht nun auch Aion heim. Die Server sind ab 22 Uhr wirklich sehr langsam nacheinander einfach gecrashed. Am Anfang war es der Login-Server, sodass die Leute tatsächlich, die in-game waren, eigentlich davon nicht betroffen waren. Wenn man jedoch dann irgendwie auf einen Cross-Server wechseln wollte oder in eine Instanz-Cross-Server rein oder einfach nur umloggen, schwupps, ging einfach gar nichts mehr. Das Ganze ging über 3 Stunden hinweg. In den ersten 1,5 Stunden kam auch einfach gar keine Meldung von irgendwem. Das heißt, in der Zeit hat uns Gameforge einfach komplett hängen lassen und keiner wusste eigentlich, was Sache ist. Der Discord hat in der Zeit natürlich regelrecht gebrannt und selbst das Forum hat es geschafft, zumindest noch ein paar kleine Posts zu generieren. Ist das so die ersten Anzeichen, dass Gameforge so langsam keine Lust mehr auf Aion hat und wirklich sämtliche Präsenz auf Solo legt, also auf Swords of Legends Online? Oder war das nur eine kleine Ausnahme? Was denkt ihr darüber? Ja, wie heißt so schön, täglich grüßt das Murmeltier. In Aion ist es dann eher, wöchentlich grüßt uns die Blitzauktion. Mittlerweile seit 4 Wochen in Folge Blitzauktion hier, Blitzauktion da, Blitzauktion überall. Klar. Ja, die einen freut natürlich, die Glowing Odiane für 500 Coins sind natürlich echt schmackhaft und vor allem richtig günstig. Mittlerweile gibt es auch im Auktionshaus, zumindest auf Odin, eine ganze Menge Glowing Odiane und das kommt ja auch den Spielern zugute. Aber, sind wir mal ganz ehrlich, die Blitzauktion als wöchentliches Event, ein bisschen vielleicht übertrieben, na, weiß ja nicht. Zudem kommt auch immer wieder dazu, dass tatsächlich während den Blitzauktionen der Shop regelmäßig abraucht und es einfach nichts geht. Genauso geschehen letzte Woche bei der Blitzauktion und vorletzte Woche bei der Blitzauktion und diese Woche bei der Blitzauktion. Dementsprechend kann man das Ganze auch nicht mehr ganz so ernst nehmen, wenn man innerhalb der ersten 10 Minuten einfach den Shop gar nicht öffnen kann und dann auch nur sehr sporadisch. Da müsste Gameforge tatsächlich noch ein bisschen nachbessern, beziehungsweise vielleicht sich Gedanken machen, ob man wirklich jede Woche eine Blitzauktion braucht. Ja, und auch wieder was jede Woche irgendwie in den News drin ist: Aion Classic. Mittlerweile hat NA ja nicht nur den Teaser-Trailer gepostet, wie ich letzte Woche ja schon berichtet habe, sondern tatsächlich sind die gerade in einer riesengroßen Social-Media-Kampagne. Aion NA, der Facebook-Account, ich tue unten mal den Link dazu in die Beschreibung packen, postet fast täglich neue Bilder. Das heißt, was heißt neue Bilder? Es sind keine neuen Bilder, es sind tatsächlich alte Artworks von Aion. Immer dazu ein richtig guter Spruch, der tatsächlich die Stimmung der Bilder einfängt und so die Stimmung oder die Vorfreude auf Klassik richtig stark anheizt. Das ist richtig schön und ich denke, für alle Leute, die wirklich auf diesen Nostalgietrip gehen wollen, schaut euch den Account an, gebt ihm eventuell ein Like und bleibt damit auf den Laufenden. Jetzt hoffen wir mal wirklich, dass durch diese Social-Media-Kampagne von NA auch in Europa das Feeling für Klassik noch ein bisschen länger erhalten bleibt und wir damit zumindest die Wartezeit bis zu unserem Classic-Release oder zumindest unserer Classic-Ankündigung, die hoffentlich bald kommt, bitte, 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 dann anhält und dann auch noch genug Spieler bis dahin generiert hat. Ja, das war's auch diese Woche schon wieder von den Aion News. Diesmal ein bisschen kürzer. Die Woche war bis auf diese ganzen Server-Crashs und nicht erreichbare Shops eigentlich relativ ruhig. Wir kommen so langsam auch in das Sommerloch rein. Das ist ja auch zu erwarten. Die Lockerungen von Corona treten in Kraft. Die Sonne scheint draußen richtig schön. Dementsprechend zieht es die Leute doch eher wieder in die Natur und draußen und vor allem nach über 8 Monaten auch mal wieder zu den Freunden. Dementsprechend ist es verständlich, dass in Aion weniger los sein wird. Mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Trotzdem, vielen Dank fürs Zusehen.
und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao!